Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Im letzten Part haben wir mit der nächsten Hauptschlacht in diesem Kapitel begonnen, wo wir Graf Berkelys endlich retten wollten. Wir haben da schon gegen Lysithea, Hilda, Marianne und Raphael kämpfen müssen, haben sie auch alle besiegt, lief eigentlich gut für uns, aber dann kamen wieder mal Jared Söldner und haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sind wieder einige starke Einheiten auf dem Schlachtfeld, Jared selber und auch Alois da oben. Byleth noch nicht aktuell, aber wird wahrscheinlich auch noch kommen, schätze ich mal. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Stress mit denen, aber wir kriegen das trotzdem hin, hoffe ich mal. Byleth hat die Wolfszene und ist effektiv gegen berittene Einheiten, deswegen würde er mit Jared schon klarkommen. Und diese beiden anderen Einheiten muss ich erstmal besiegen, um einen Fluchtweg zu schaffen für die Berkelys Armeen. Und gegen Alois muss ich dann auch noch kämpfen, das macht wahrscheinlich Chess am besten, also wird schon irgendwie klappen, hoffe ich mal. So, ich glaube, ich spiele erstmal mit Chess auch. Und laufe erstmal zu dem einen Typen dahin. So, hier ist er, Bandit, hallo. Bam. Hör auf abzublocken. Er ist irgendwie geschickter als die anderen? Was soll denn das? Soll ich sogar einen Doppelspezialangriff machen? Alter, warum blockt der alles ab? Besiege Alois. Nebenmission ist das, okay? Bam! Warum hält denn der so viel aus? Okay, jetzt. So, stirb. Hoffentlich. Bam. Okay, sehr gut. So, dann... ja, geh mal zu Alois. Ich muss da jetzt aber auf Chess ein bisschen sehr aufpassen. Berthus ist auch gleich da. Dorothea muss ich gleich noch nehmen und den noch besiegen. Ich habe sogar 50-50, das geht sogar eigentlich. Hier, Ignaz ist da halt nicht so wirklich ein Vorteil. Ignaz könnte die Festung einnehmen, versuchen. Da wäre er im Vorteil. Er wird halt wahrscheinlich auch ein paar Attacken von Alois vielleicht abbekommen. Aber das wird schon klappen, hoffe ich mal. Okay, die haben ja auch noch Heilmittel und werden die dann einsetzen. Richtig werden sie doch. Irgendwie Ignaz hat nämlich schon sehr wenige KP für meinen Geschmack. Will der jetzt nicht mal schon Heilmittel benutzen? So, hilft den Berkelys Armeen dabei, den Evakuierungspunkt zu erreichen. Okay, das ist jetzt... Ja, okay, nee, dann macht das Ignaz. Das ist sinnvoller, ja. Weil ich brauche da einen Beschützer, vor allem für den da. Weil der ist schon fast am Sterben. Welchen Weg nehmen die denn? Da kommen sie noch gar nicht hin. Aber hier ist ja erstmal alles sicher eigentlich. Geh mal zu dem hier und mach den Beschütz mal den. Ja. Okay, passt. Dann bin ich da direkt in der Nähe, bei dem falls dann ein Gegner auftauchen sollte. Okay. Zack. So, sehr schön. Okay. Dann Balthus oder Chess. Wen nehme ich zuerst? Und was macht Dorothea? Dorothea könnte ich sogar auch zum Beschützen hinschicken. Ich muss da wirklich aufpassen. Ich will nicht die Mission verlieren, nur weil der eine Typ da abkratzt. Ja, beschützt ihn auch mal. Sicher ist sicher. Okay. So, nehmen wir erstmal Balthus. Los geht's. Ach Mann, ich hasse. Das mit den Nebenmissionen ist ja so nervig. Okay, einfach nur Jared besiegen ist in den Missionen. Passt. Habe ich eh vor. So, los geht's. Das passiert mir die ganze Zeit, wenn Nebenmissionen auftauchen, weil ich will halt angreifen oder ausweichen und dann drücke ich die immer weg. Das ist so dumm gemacht. Ich hasse es. Bam! So, aber der lebt natürlich noch. So leicht lässt sich Jared nicht besiegen. Aber ich kann ja effektiv treffen, also das kriegen wir schon hin. Bam! Okay, hat doch weniger ausgehalten, als ich dachte. In der letzten Mission, wo der aufgetaucht ist, hat Jared übelst viel ausgehalten. Aber hier ging es jetzt. Okay, dann Chess. Ja, selbiges wie gerade eben. Ich habe mich ein bisschen schlecht hingestellt. Ich hätte noch mehr kleine Gegner treffen können. Aber passt schon. Bam. Okay. Mach noch einmal eine Kampftechnik. Okay, jetzt heilen. Okay, Ignaz hat sich auch geheilt, gut. Warte mal, sind da jetzt Gegner aufgetaucht bei denen? Ja, scheiße. Ja, da muss Chess alleine weiterkämpfen. Okay. Was sind das alles für Leute? Bandits? Ja, da wäre natürlich Chess jetzt eigentlich gut, ne? Aber Dorothea ist da auch nicht so schlecht gegen die. Okay. Passt schon. Thorn. Vor allem den einen müsst ihr bitte in Ruhe lassen. Geh mal auf den hier. Aber ist der so weit weggeflogen? Ja, ich treffe nicht. Ah, schlecht. Machen wir Nosferatu dann. Kann ich mit Nosferatu, da kann ich nur mich selber heilen und nicht irgendwelche anderen Leute oder so. Das wäre schön. Wenn ich da umliegende Einheiten auch heilen könnte. Okay, auf alle bitte gehen.
Los. Ah, Ferdinand hilft auch nur noch. Nice. Los geht's. Bam. Sehr schön. Okay. Und bei dem am besten auch den Schwachpunkt abziehen. Perfekt. Komm, mach halt. Hallo. Okay. Enough! Okay, und hier ist keiner mehr. Okay, alle weg. Gut. So, Chess wieder. Ja, ich glaube, Arlo ist der letzte Gegner, den Chess besiegen muss. Deswegen, da kann ich jetzt schon nochmal Kampftechnik machen gegen den. Ja, die allerletzte. Okay. Einmal auf den Schwachen abziehen, dann haben wir es, glaube ich. Lad mal auf, genau. Er ist eh wieder da, okay. Durch den Doppel- oder durch den Adjutantenangriff, glaube ich. Aber ohne Kampftechnik ist immer scheiße auf jeden Fall. Vor allem, weil ich nicht so leicht Dash canceln kann aus den ganzen Kombos. Okay, jetzt zack und stirb Audis. Bam. Okay, auch das haben wir geschafft. Sehr gut. So, wie sieht es eigentlich gegnermäßig aus? Da fehlt gar nicht mehr so viel. Und 5 Minuten haben wir noch. Okay. Ich hoffe, die Mission endet jetzt nicht dann gleich, wenn Berkys da angekommen ist, weil ich werde schon noch gegen irgendeinen Boss kämpfen müssen. Warte mal, was ist da oben jetzt eigentlich los? Ach, die Festung muss ich einnehmen. Oder wie? Ich schätze mal schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass sie endet, oder? Das ist aber kacke jetzt. Ich hasse sowas. Mach mal hier noch den Doppelspezialangriff einfach rein. Das gibt noch einige Kills. Und die Zeit hält ja auch an während dem Doppelspezialangriff. Deswegen, das kann ich noch machen. Hätte ich mir auch aufheben können für halt noch einen eventuellen Boss, der kommt. Aber ich habe, glaube ich, eh noch ein paar Spezialangriffe übrig. Passt also. Ich habe noch gar keinen gelben Krug auch geöffnet. Das wird also schon passen. 200 fehlen halt noch. Das ist wieder kacke, weil ich nicht sicher weiß, ob das jetzt dann endet. Weil ich meine, das ist ja unser Ziel, dass wir Berklys einfach nur retten. Wir wollen hier gar nicht so viel Blut vergießen. Wir wollen einfach nur Berklys retten. Und wenn wir das halt schaffen da oben in der Festung, so rein logisch müsste die Schlacht eigentlich dann vorbei sein. Die Musik hat sich auch schon ein paar Mal geändert. Das kann ich leider nicht wirklich als Indiz hernehmen. Ne, machen halt den hier nicht. On Fire kämpft halt du noch gegen ein paar Gegner. Halte ich erstmal. So, da sind noch ein paar. Krieg ich auch noch ein bisschen Geld. Ist auch ganz gut. Mutter ist halt nur blöd, weil wenn sie nicht endet, die Mission, es kommt noch ein Boss und ich muss den auch noch besiegen, dann wird es halt von der Zeit her eng. Also ist blöd auf jeden Fall. So oder so eine blöde Situation. Okay. Okay, jetzt hat Ignaz eh geschafft. Okay, aber ist noch nicht vorbei. Okay, okay. Ist gut. Weil ich habe nämlich noch nicht die nötige Gegneranzahl. Passt also. Ja, ja, natürlich. Das war klar. Ist beide da oben sogar aufgetaucht. Bist du wahnsinnig? Ach du Scheiße. Alter, beides bringt mir doch vor allem den ultra schnell um. Was ist das denn jetzt? Okay, Gegner habe ich quasi. Mal. So. Lauf doch mal nach oben. Muss ich jetzt Byleth dieses Mal wirklich besiegen? Ich muss ja sonst... Alter, habt ihr das gesehen? Ich muss ja sonst mal ausweichen. Weil Byleth einfach zu OP ist. Was ist das denn? Lauf mal nicht zu Byleth hin, weil wenn Byleth woanders hinläuft und Balthus läuft Byleth hinterher, dann stirbt Balthus. Deswegen gehen wir einfach nur in die Festung rein. Ja. So, ich switch mal kurz zu Ignaz, aber ich muss jetzt sehr aufpassen. Ah, okay, zurückgezogen. Sehr gut, das ist schon mal wichtig. Ich habe die Gegner übrigens noch nicht. Ah, okay, Claude, okay. Okay, Claude muss ich besiegen. Byleth ignorieren, Claude. Das macht natürlich Ignaz. Ist da noch ein gelber Krug irgendwo? Ja, aber ich krieg den, glaube ich, trotzdem noch voll, den Spezialangriff. Hoffe ich. Aber ist ja nicht so wichtig, weil ich eh im Ultra-Vorteil bin. Okay, besiege Claude. Ja. Okay, das heißt, okay, Berklys ist noch da. Okay, aber Berklys ist doch krass. Der wird schon durchhalten ein bisschen. Genau, dann Balthus lauf nicht dahin. Lauf irgendwo anders hin. Nicht zu Byleth, bitte. Und Dorothea, geh auch weit weg von Byleth. Okay. Und hier Chess.
Ja, Chess kann mal da unten noch ein bisschen kämpfen, ist okay. Passt. So, ja. Gegner kriege ich halt leicht, wenn ich den Doppelspitzenangriff mache. Den Claude rein. So. Bam. Nein, es gibt mir den halt. Ja, den krieg ich gleich schon noch voll. Schaden passt auch noch locker, okay. So, jetzt, Claude. Los geht's. Ja, so viele Kampftechniken habe ich gar nicht mehr. Aber ist ja alles effektiv. Passt schon. The battle's lost if they've made it this far, but maybe I can still take out an officer or two. Ich meine, eigentlich sollte ich mit Balthus, mit dem habe ich ja 2 Spezialangriffe. Mit dem soll ich schon eigentlich hinlaufen. Das wäre schon schlauer. So, an Balthus vorbei. Passt hoffentlich. Okay, los geht's. Und dann gleich kann er noch... Mann, ich bin halt so scheiße. Kann er noch aushelfen. Ich muss mich schon ein bisschen ausrichten, wenn ich den Ciso-Schuss mache. Was macht der denn für Angriffe? Mit Nimmerfehl vor allem. So, jetzt. Zack, zack, zack. Gut. Ich muss trotzdem ein bisschen auf Distanz spielen. Aus der Sicherheit, weil... ich habe ein Heilmittel habe ich noch, ja. Aber trotzdem muss ich ein bisschen aufpassen. Also den will ich noch abziehen, aber dann gleich wird Balthus 2 Spezialangriffe rausballern dürfen. So, okay, los geht's. Und Ignaz hat ja auch noch einen. Ich habe noch 3 Spezialangriffe, die ich jetzt hier machen darf. Das wird dann schon reichen. So, warm. Okay. Dann Ignaz, los geht's. Ja! Sehr schön. So, dann Balthus. Das dürfte, glaube ich, schon ausreichen. Wie gesagt, wir haben alles. Nebenmissionen und sowas auch alles. S-Rang. Dürfte passen. Okay, dann Claude. Stirb! Und ein Level-Up, yay! Behendigkeit wäre zwar auch noch schön, weil Behendigkeit ist wichtig, aber das ist trotzdem ziemlich gut. Beschwere ich mich mal nicht. Ach, das war's? Was? Die ist noch nicht vorbei, die Mission? Oh, what? Ich habe nur noch 2 Minuten. Muss jetzt noch Balthus auch mit? Nee, das kann doch gar nicht sein. Ja, geh lieber zurück. Okay, Dorothea kann sich auch noch gleich einen Spezialangriff holen. Okay, warte mal, Chess, geh mal. Ja, Chess kann sich auch noch teleportieren. Mit Chess könnte ich mir noch Spezialangriffe holen. Also wenn jetzt noch irgendwas kommt, ich habe noch Spezialangriffe ready. Okay. Okay, Random Level Up noch, auch gut. Für Chess. Ja, was muss ich denn jetzt noch machen? Muss ich jetzt echt gegen Balthus kämpfen? Okay, krass. Gut. Okay. Ich mache erstmal einfach einen Doppelspezialangriff ins Gesicht, hätte ich gesagt. Viele Doppelspezial. Ich glaube, Balthus hat auch noch ein paar Kampftechniken, die kann er auch noch machen. Zack. Wie viel Schaden macht das? Ja, okay, jetzt gibt es viele Level-Ups. Für Edelgard. Ach, Stärke, echt? Bei Stärke hat sie eine über 100% Wachstumsrate. Vielleicht liegt es aber jetzt auch in Festungsritterin. Daran speziell. Okay, aber ist auf jeden Fall gut. Ja, okay, macht schon guten Schaden. Okay. Zack. Zack. Okay, ja, passt. Reicht. Geh weg. Ich traue mich immer noch nicht gegen Balthus, weil in anderen Missionen zumindest hat Balthus so arsch viel Schaden gemacht, dass ich das hier nicht riskieren will. Okay. Wie viel hat denn Dorothea? Also sie hat sogar eh schon einen voll. Okay, das ist nicht ganz nice. Dann lauf mal hin zu ihm. Es tut mir leid. Für mich ist Balthus eher männlich, weil Balthus für mich immer männlich war in meinem Three Houses Playthrough. In meinem erst. Deswegen für mich ist Balthus irgendwie immer männlich. Tut mir leid. Okay, und Chess teleportiert sich mal hier hin, um sich den Krug zu schnappen. Jo. Komm. Ja, perfekt, okay. Und dann teleportiert sich Chess nochmal. Und zwar zu Balthus.
Und dann gibt es wieder Doppelspezialangriffe ins Gesicht. Okay. Hallo beide. Das ist von der Zeit her echt nicht so einfach, die Mission. Muss man sehr, sehr viel machen. Okay. Dorothea. Here goes. Dorothea hat auch noch einige Kampftechniken, die sie ausballern kann. Chess ja nicht mehr. Chess, die Waffe von Chess ist schon am Arsch. Ich sehe zum Glück sehr viel. Okay. Dauern. Zack. Nosferatu. Komm, beides jetzt. Yes. Such vexing arrogance for one so small. Perhaps you truly are one of their descendants. In any event, you labored to destroy my vessel, did you not? That is a deed most foul. One you will pay for with your life. You cannot hope to win so bound in flesh. Pitiful. This isn't a fight you can win. Get out of there! You can run all you like. Why do you fight me? Why so this? I'm sorry, Claude. They were too much for us. Okay, interessant. Also Sothis steckt da dahinter und Sothis ist hier böse und macht diese ganzen bösen Dinge mit Byleth oder wie. Und Byleth will das gar nicht. Oder wie? Byleth hat ja gerade innerlich gegen Sothis gekämpft. Anscheinend. Sehr interessant. Okay. It's all right, Hilda. Well, it's not, but I knew this was a possible outcome. I was hoping the terrain might let us hold, but against that many soldiers deployed that skillfully, it just wasn't enough. You sound sad. It's a little weird. Can you blame me? Look at how many people have died because I decided to fight this war. Maybe I should have just let the Empire have their way. Gerne. Und du hättest dich gerne auch uns anschließen können. Ich hätte dich auch gerne als Einheit. My father and the others never would have accepted that. You had to throw everything you had at the enemy at least once, or they'd think you were a coward forever. Wow, Hilda. I didn't think you'd picked up on all of that. But yeah, that's pretty much it. Too bad everything I had still wasn't enough. Well, the next step is to put our heads together and figure out what to do next. I hope you don't mind if I lean on you and that brother of yours for support. Lester's Round Table is overdue for some big changes. Again, Your Majesty, you've got my deepest thanks for rescuing us. And since my lack of foresight's to blame, let me apologize again for what happened. Ja, zum Glück habt ihr sehr lange durchgehalten. Ich habe ja Milliarden Nebenquests und anderes Zeug gemacht. Und Berkeley und seine Truppen haben lange genug durchgehalten. Sehr schön. I will not hear of it, Count Bergleys. Had any but you been in command, I would be collecting corpses right now instead of thanks. I failed to see what Duke Regan and Count Gloucester were plotting. The blame is mine alone. So I will hear no more self-reproach from you. Go now and rest those weary bones. I'm grateful for the kindness, Your Majesty. Honestly, this experience shook me more than you might realize. I never would have made it through without the brave men and women who served me. They're the ones who deserve your praise. Understood. I will see they are duly rewarded. Graf Berkeley ist echt auch cool. Den mag ich. Hubert, summon Monica and have that put in writing as an official decree. And now, I want to know how we are faring with our efforts in the kingdom. Okay. Haben wir jetzt quasi den Allianzabschnitt hier erstmal abgeschlossen, oder wie?
Also ich spiele ja das Kaiserreich, aber halt den Abschnitt, wo sie in der Allianz was machen, wollte ich sagen. Und jetzt dann gleich haben wir da alles halt gemacht und jetzt dann gleich kommt das Königreich, wo wir als Kaiserreich ins Königreich eindringen und da Sachen machen oder wie. Vielleicht. Auf jeden Fall kriegen wir Wunderbohne und Oberstufziege. So, einige Erfahrungspunkte. Es gibt noch ein paar Level-Ups. Ignaz. Ah, Level 30 hält. Ja, ist schon ganz okay. Battle does have its benefits. Ja. Ja, die sind alle ganz okay. Yay, Balthus ist der Held. Ich finde, das ist eigentlich cool. Ich mag Balthus übelst gerne, weil mit ihm kann man halt voll leicht Geld farmen. Also, Balthus ist echt ziemlich nice. Oh, da wurde auch einiges erzielt. Chess hat Söldner erzielt, dann kann er auch Oberstufenklasse lernen. Ignaz hat Schütze erzielt, dann kann er zum Scharfschützen werden. Balthus hat Faustkämpfer erzielt, dann kann er zum... das, was unter Faustkämpfer halt kommt, wo ich den Namen gerade nicht weiß, werden. Ja. Also einige Oberstufenmöglichkeiten habe ich da. Oh, Stahlschild. Okay. Das gibt Verteidigung plus 6. Nice. Und hat keine Nachteile. Keinen Geschwindigkeitsdrop oder so. Das ist ziemlich nice. Ein Panzerbrecher. Okay, auch nicht schlecht. Hammer. Der ist auch ganz gut. Und Verteidigerbuch. Ein Buch, das besondere Magien enthält, effektiv gegen gepanzerte und berittene Einheiten. Auch interessant. Okay. Accessoire-Sammler haben wir auch. Yay! So, jetzt mal gucken, wie viel Geld wir in der Schlacht eingesammelt haben. 6.000 nämlich. Und da ist, glaube ich, fast alleine Balthus dafür verantwortlich. Ich habe vielleicht 1, 2 Krüge oder so geöffnet, wo auch ein bisschen Geld drin ist, aber da ist, glaube ich, nicht viel Geld drin. Also Balthus kann echt schon ordentlich Geld sammeln, wenn man ihn halbwegs oft in der Schlacht auch benutzt. Das ist echt ziemlich nice. Yay! Und jetzt ist auch Raphael spielbar. Und Lysithia ist spielbar. Und Marianne ist spielbar. Yay! 3 neue Einheiten. Let's go. 10 Reputation. Nice. And here I thought we won. As did I. Who knew the Ashen Demon had that kind of strength? Not that I'm making excuses. You gave me power of my own, and it still wasn't close to enough. That's not true. Of course it is. What am I even up against here? It's like I looked away for 1 second, and suddenly I was facing someone else entirely. That would explain what was troubling me before. That is the unique danger I sensed. Still, you can win this fight. I know you can. And I'll do whatever I can to make it so. We'll claim victory over that monster together. 9 Mut fassen, dich geschlagen geben. 9 Mut fassen. You know what? You're right. I'll be strong enough one day if I just keep at it. Still, one day could be years from now at this rate. We should probably think of a backup plan. And hey, the Ashen Demon's a mercenary, right? Might be best for the Empire to toss some coin their way and put the rivalry behind us. You want to hire that thing? That thing. Seriously? Fighting side by side with the Ashen Demon? Are you mad? You make it sound like the worst idea in the world. We have a war to win here, remember? Gotta keep an open mind. Ah, I understand now. You've witnessed your adversary's true strength and convinced yourself you cannot win. What? No. I just know a valuable resource when I see one. And we're far better off with them than we are against them. If that's really how you feel, then so be it. But trust me, you don't need to worry. You'll get stronger soon, I promise. So maybe don't go relinquishing your prey just yet. After all, I desire nothing more than to see you achieve your goals. A glove does not defy the hand, and yet you've done just that. Oh. So this is my name. Yet I am also called the Beginning. I am progenitor and mother to all who call Fodlan home. Where am I? I am not here to answer all you ask. Yet I will grant the one. You stand before my throne. If you so wish, then take a seat. But know then that your flesh is mine to wield.
You lack the power to resist. My flesh? What are you saying? You should not have interfered. I could have cut that wretch down with a stroke. Oh, that one vexes me so. When next we meet, I must step in and deal with them myself. It is quite clear that you cannot my power safely wield. Do I speak plain? Not in the slightest. I have so many questions. Hey, lazy bones. Get up already. You sure you're all right? You don't seem like yourself. I'm fine. Just a strange dream. Ja, das war jetzt aber doch nicht das erste Mal, dass jetzt Byleth überhaupt gecheckt hat, dass was mit Sothis abgeht. Weil gerade eben im Kampf, wo Sothis die Kontrolle übernommen hat, hat ja Byleth dann auch schon gesagt, nee, Sothis, lass es jetzt so ungefähr. Also Byleth weiß schon das mit Sothis. Aber nicht alles, weil Byleth ja immer noch hier sehr verwirrt ist. Sothis weiß auf jeden Fall mehr als in Three Houses und ist auch fieser. Sehr interessant. Like the ones you used to have. Yes, but this time we talked. Huh? You fool! That was no dream! What's wrong? Nothing. Wait, didn't you... Do you lack wits? My voice is not for him. Whenever I speak, it is for you alone. On second thought, I think there is something wrong. I mean, my hair's still a different color, right? Yes, and your eyes too. How that happened is beyond me. Anyway, we lost the battle, so probably best to wave this place goodbye and find somewhere to rest up. Ja, ich verstehe nicht, warum Byleth gerade eben Sothis im Kampf ansprechen konnte. Obwohl das ja jetzt erst danach passiert. Und jetzt checkt Byleth erst. Sothis hat sich auch gerade vorgestellt. Für den Spieler zwar, aber auch für Byleth. Also woher wusste das Byleth dann schon? Dass dieses Wesen Sothis heißt. Is that a fact? Actually, I think I'd feel more comfortable staying here on the battlefield a while longer. I just need to swing my sword around, get my head on straight. Don't worry, I'll be fine. If you say so, but if it gets any worse, tell me. Hubert, if you would. Of course, Your Majesty. Let me apprise you all as to what is going on. As you know, our talons have been sunk in our little alliance problem for some time now. But now we must deal with the kingdom, which has sent an army to claim the heads of Count Rowe and any others who came over to our side. However, Rowe is seated at Aryan Road, the fortress city. A citadel as hard to crack as Fort Merceus. Ah, Aryan Road. The Silver Maiden. Seems sorta weird to call a big hulking place like that a maiden. That's because she's as hard to get near as the purest of maidens. If you're still confused, that's your own problem. Yeah, I still don't get it. Our reports indicate that despite the strength of the kingdom's army, they are still struggling to take the fortress city. But, given enough time, they will. Unless we send reinforcements. Therefore, we must direct our attention to the kingdom once more. Will this constant bouncing between the kingdom and alliance not take its toll on our soldiers? Who said we were taking our entire force? We will depart for Garreg Mach with elite troops, then collect fresh units before proceeding west. Simultaneously, I plan to have Duke Garrett summon the Western Lord soldiers and march toward the fortress city. We will join up at that point and strike at the kingdom's main force together. What say you to that? I would say it is the ideal strategy, at least on paper. Okay, let's keep our optimism in check here. I mean, speaking from personal experience, nothing ever turns out the way you want it to. Das stimmt tatsächlich. Should we be having concern? If the plan is good, we will find success. And the Alliance? They may attempt another one of their schemes while we're distracted. They will not. Her Majesty is taking a measured approach to resolving matters with Leicester. Count Burgleys is worn as thin as they are. We will have him set up camp at the Great Bridge and continue negotiations from there. To our advantage, Gloucester's new Count Lawrence has decided to join the Empire. Additionally, the daughters of Houses Ordelia and Edmund have been given leave to fight by our side.
Besides, from what I hear, the Round Table is too busy chewing itself apart to start any more trouble. That leaves only the Knights of Saros to contend with. The Minister of Religious Affairs will handle them. My father? But he's not capable of facing the Knights? I let the Ashen Demon outmaneuver me in the last battle, but that won't happen again. Scarlet Blaze. The Maiden's Peril. Jungfer in Gefahr. When he learns of the Empire's struggle, Dimitri decides the time is right to strike. He moves swiftly to drive the Empire out, toppling one unfaithful Western lord after another. Finally, he descends on Aryan Road, seat of Count Rowe, the first lord to betray him. Thus does Edelgard's army begin another grueling march to rescue a different Count. Ist echt interessant, dass wir irgendwie nur Rettungsaktionen machen. Aber gut. We've been here before. But we were in such a rush to rescue Lonato that we never got more than a glimpse of Aryan Road. Can't really appreciate the scale that quick. Lonato davor auch noch, richtig? And now we're back to bail it out. If only Claude hadn't hatched his futile scheme. We could have avoided all these needless battles and saved countless lives. Yet, in a more positive light, he handed us the perfect opportunity to show that not even the Alliance and Kingdom together can match the Empire's strength. Once we crush the army of Fargus, our superiority will be clear for all to see. And will that actually result in fewer casualties going forward? Because that is what would put Her Majesty's heart at ease. I will make no guarantees for matters beyond our control. So long as fanatics are willing to die for the Central Church, casualties are inevitable. We broke the Alliance's siege, and we can break the Kingdom's too. We're lucky it's a stronghold like Aryan Road that's under siege. It shouldn't be half the nail-biter we had to deal with last time. Yes, but last time Count Bergliez was in command. For all we know, Count Rowe will break like a twig and surrender the moment he hears the first soldier crest the hill. As I see it, we have two options. We can take a direct path for Aryan Road, or we can wait until we scatter the Kingdom troops that are fanned out in the north. It is a most vexing decision. As a professional at staying holed up, I think we should secure the perimeter first and get rid of as much danger as we possibly can. Time is important. We should be striking fast and hard. Mit Petra habe ich schon mehr Unterstützung, mit Bernie weniger. Deswegen Bernie. We're gonna have to deal with the north after we free Aryan Road anyway, so it makes sense to clear them out now and get it over with. Let's keep both options open and see how the situation unfolds. General Randolph. Yes, Your Majesty. I commend you for holding Aryan Road with what few soldiers you had. Thank you, Your Majesty. But I am unworthy of such praise when I failed to prevent the siege. Coordination with Count Rowe proved difficult. It was all I could do merely to keep the enemy in check. That alone is commendable. The more foolish man would have rushed to glory, and gotten himself and his underlings killed in the process. I have a key role for you in the coming rescue, General. I know you are up to the task. Of course, Your Majesty. My brother and I will give our all. Very good. But do not let your eagerness for victory come at the cost of lives. We have many more battles ahead and must conduct ourselves accordingly. Okay. Hey there, Edelgard. Ja. Immer noch nicht die Kriegskarte. Ich dachte, die Kriegskarte kommt jetzt, aber gut. Leafing through documents, are we? This is new. Hey, was soll das heißen? Yeah, completely out of character, I know. But one of these reports has been stuck in my mind. Back when Count Rowe declared fealty to the Empire, other lords committed to doing the same, right? But the moment we left and the Kingdom army marched south, they fell right back in line. It's like they never betrayed Fargus in the first place. Good memory. That's exactly what happened. Houses Elidor and Duval both made overtures to join the Empire. So why is the Kingdom welcoming them back without so much as a wrist slap?
Is this another House Gloucester thing where the politics demand it? Seems like their importance as noble families outstrips the fact that they're all two-faced liars. Politics are doubtless involved, but the heads of houses can change, as they did with Gloucester. We're not bound to place importance on any one individual, only the bloodline. So the kingdom's aristocracy gets the same free pass as the alliances? Yes, and the empires as well, even though I do my best to treat everyone equally. I cannot afford to slight a minister's house, for example. They broke fealty to the former Prime Minister when they swore it to me. Would you call that treachery? What makes it different from the actions of Count Gloucester? Sie fragen, wie sie es sieht. Sagen, dass es auf die Motive ankommt. Sagen, dass sie Äpfel mit Birnen vergleicht. Eieiei. Nee, ich finde, den Vergleich kann man schon ziehen. Deswegen das dritte nehme ich mal nicht. Es kommt schon auf die Motive an. Das würde auch Edelgard vielleicht am ehesten gefallen, diese Antwort. Weil für sie ist ja auch sehr wichtig, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und das sehe ich teilweise auch so, aber das kommt auf die Situation an, finde ich. Ist sehr schwierig. Aber die Antwort ist am ehesten so, der Zweck heiligt die Mittel. Und das sieht Edelgard auch ein bisschen so, weil sie viele schlimme Dinge tut, so ein bisschen, um dann im Endeffekt etwas Gutes zu erzielen. Und deswegen nehme ich mal das. Greed makes it different. And I'd say betraying someone for money is lower than low. Okay, darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus, aber gut. That's one way to look at it. I agree that what matters is the reason behind the change of heart. Was it for land? For status? To exact revenge or seize glory? Because I view a betrayal for any of those reasons to be utterly worthless. Yeah, money and vengeance are pretty shallow motives. Though, that's why I'm here. I'm not talking about mercenaries. I'm talking about lords. Each of their decisions has the ability to upend the lives of thousands, if not more. Only a person with the character to realize that is truly fit to lead. I've worked for plenty of nobles in my time. Until now, I couldn't have cared less what it means to actually be one. But then you gave me responsibility over all these soldiers, and well, I guess I'm starting to see the world in a different way. And the people who live in it, too. I see. I admit your grand designs sail clear over my head sometimes. Most of the time, actually. But that's why I stand by you. I feel like one of these days, something important's gonna rub off on me. And I feel the same. You've opened my eyes to all manner of things I might never have seen otherwise. You are a commoner without the fetters of a family name, wielding your sword directly for me. That's more valuable than you may realize. So, jetzt kommt die Kriegskarte. Okay. So, wieder einige Gebiete für uns. Sind sogar mehr, oder? Glaube ich. In der Mitte. Das ist ja interessant. Achso, ach, das ist ja lustig. Stimmt, das ist ja genau das, was gerade erwähnt wurde, wo ich mich zwischen Bernie und Petra entscheiden musste. Wir haben die Wahl, ob wir zuerst halt drumherum noch ein bisschen Klarschiff machen wollen oder ob wir direkt hinrennen wollen. Und das wurde da schon so ein bisschen angeteasert, dass wir halt die Wahl eben haben, ob wir viele Nebenschlachten machen wollen oder nicht. Das habe ich gar nicht bedacht, dass das sogar dann auch, dass wir das wirklich bestimmen können quasi, welche Taktik wir besser finden. Dann stimme ich wirklich Bernie zu, weil ich zuerst alles andere machen will. Okay, aber dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich auch wieder keine Schlacht geben, da wir uns hier schön im Basislager wieder umgucken, mit all den Leuten reden, mit den 3 neuen Einheiten vor allem, die wir auch haben. Gespräche gibt es auch ein paar anscheinend wieder, deswegen beim nächsten Mal dann schön umgucken im Basislager. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.